Hallo, ich möchte heute gerne etwas über meine Lieblingsobjekte aus der Germanenausstellung erzählen. Meine Lieblingsobjekte sind definitiv die beiden Kultstatuetten aus Oberdorla. Diese beiden Statuetten, die man hier hinter mir sehen kann, sehen auf den ersten Blick überhaupt nicht aus wie irgendetwas, dem man einen zweiten Blick gönnen müsste, aber es sind hochinteressante Figuren. Die beiden kommen von einem Kultplatz in Thüringen. Dieser Kultplatz wurde ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus angelegt, damals in einer Senke und damals definitiv noch nicht von den Germanen. Diese Senke, die füllte sich in den nächsten Jahrhunderten mit Wasser und die Kultplätze, die auch andere Menschen und Gesellschaften, die dort gelebt haben, angelegt haben, die befanden sich dann am Seeufer. Diese Kultplätze bestanden aus Hainen, kleine angelegte, eingezäunte Bereiche, innerhalb derer geopfert wurde. Was man geopfert hat, kann man zum Teil auch hier in dieser Vitrine sehen. Das waren vor allem Tiere, zum Teil aber auch Menschen. Und in diesen kleinen Bereichen standen eben Kultstatuetten. Wir wissen von Tacitus, dass die Germanen die Götter nicht in Räumen eingesperrt haben und ihnen dort gehuldigt haben, sondern unter freiem Himmel. Und hier kann man, obwohl man Tacitus vielleicht mit Vorsicht genießen müsste, wirklich sehen, dass archäologische Quellen und historische Quellen relativ gut zusammenpassen. Natürlich stellt sich die Frage, das sollen Kultstatuetten sein. Die Frage ist berechtigt, wenn man die beiden Pfähle, Äste einfach so anschaut, dann geben die nicht viel her. Dafür braucht man Vergleichsobjekte, die finden wir in Oberdorla, wo diese Objekte im 2., 3. Jahrhundert nach Christus verehrt wurden. Wir finden Vergleichsobjekte in Nordeuropa, auch hier in Mooren an Seen, weil sie sich dort besonders gut erhalten haben. Und an den Vergleichsobjekten kann man relativ gut erkennen, wie diese Kultfiguren aufgebaut sind. Sie haben in der Regel 2 Beine und einen Oberkörper. Das Ganze ist entstanden aus einer Astgabel, die Gabel nach unten gerichtet als 2 Beine. Die Äste wurden relativ gut bearbeitet, die Rinde entfernt, kleine Zweige entfernt. Und manchmal wurden sie sogar mit männlichen oder weiblichen Geschlechtsmerkmalen ausgestattet und mit einem Gesicht verziert. Wenn man diese anderen Objekte kennt, dann ist es relativ einfach, auch in diesen Figuren anthropomorphe Gestalten zu erkennen und diese mit Gottheiten in Verbindung zu bringen. Das Spannende ist nicht nur, dass sie sich gut erhalten haben und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht spannend wirken, sondern das Besondere ist, dass es Figuren sind, die wahrscheinlich für eine gesamte Gesellschaft, die dort gelebt hat, gleichermaßen wichtig, relevant und interessant war und verehrt wurde, egal ob alt oder jung, ob männlich, weiblich, reich oder arm. Sie hatten für alle die gleiche Bedeutung. Es ist also ein Objekt, was einen sehr großen Wert für eine Gesellschaft hatte. Mit diesem Hintergrundwissen finde ich, dass es eines der schönsten und eines der spannendsten Objekte vor allem ist, die hier in der Germanenausstellung zu sehen sind.